So wie auf dieser Postkarte sah Pforzheim vor dem Zweiten Weltkrieg aus. Dieses alte Pforzheim ging im Bombenhagel und im Feuersturm unter. 18.000 Menschen verloren ihr Leben. 80% der Innenstadt wurden zerstört. Doch es war nicht das Ende der Stadt. Bald nach dem Krieg begannen die Pforzheimer mit dem Neuanfang. Ziel unter dem Bürgermeister Brandenburg war eine moderne, eine autofreundliche Stadt. Der Plan gelang, doch die Begeisterung hielt nicht lange. Vielen gilt Pforzheim bis heute als Inbegriff der hässlichen Stadt. Diese Multimedia-Show will die schöne Seite der Nachkriegsmoderne zeigen. Beginnen wir beim Pforzheimer Hauptbahnhof. Mit seinem weit ausladenden Flugdach und der gläsernen Fassade war das Gebäude stilprägend für viele Verkehrsgebäude weltweit und ist es noch heute. Der Blumenhofbau mit seiner zeitlosen Fassade aus hellgrünem Milchglas war einer der ersten Neubauten in der zerstörten Innenstadt. Die früheren Läden auf der Rückseite verloren allerdings an Reiz, als die westliche Karl-Friedrich-Straße zur Fußgängerzone wurde. Am Leopoldplatz steht das Haus Goldener Adler. Sein Mosaik hat es verdient, dass man näher hinschaut. Mit dem Reuchlin-Haus schuf der Architekt Manfred Lehmbruck ein architektonisches Kleinod. Der Bau beherbergt das international renommierte Schmuckmuseum. Eine unübersehbare Landmarke Pforzheims ist der Campanile der evangelischen Stadtkirche. Sie wurde 1964 bis 1966 anstelle der im Krieg beschädigten neugotischen Kirche gebaut.
Das Gotteshaus ist auch ein bedeutendes Zentrum der Kirchenmusik. Bis zu 1600 Menschen finden hier Platz. Mehr als 10 Jahre älter und bescheidener in den Ausmaßen ist die von Egon Eiermann gebaute Matthäuskirche. Von außen wirkt der Bau eher nüchtern, im Inneren aber ist er lichtdurchflutet. Der Architekt entwarf auch Taufbecken, Altartisch, Kanzel, Stühle und die Lampen. Akropolis Pforzheims wurde die Goldschmiedeschule nach ihrer Errichtung genannt. Heute ist das Gebäude von dichtem Baumbestand nahezu völlig verdeckt. Deshalb wird der Begriff Akropolis erst deutlich, wenn man das Gebäude von oben betrachtet. Auch andere öffentliche Gebäude wurden in den 1950er und 60er Jahren mit viel Liebe fürs Detail gestaltet. Wie etwa das alte Zollamt. Das Treppenhaus sieht aus jeder Perspektive gut aus. Hermes, Götterbote und antiker Schutzpatron der Händler, symbolisiert hier den Export von Schmuckwaren in alle Welt. Dieser unscheinbare Zugang zu einem Grundstück im Rotgebiet verbirgt ein spektakuläres Gebäude, die Villa Witzenmann. Der Pforzheimer Fabrikant ließ sich 1957 ein Haus im Stil der amerikanischen Moderne bauen. Die hellen Räume stehen im lebendigen Dialog mit der parkähnlichen Umgebung. Die Zentrale des Versandhauses Bader wirkt von außen eher unspektakulär. Betritt man jedoch das Foyer, fühlt man sich wie auf einer Zeitreise durch die 1960er Jahre. Man erwartet jeden Moment, dass der junge Peter Alexander singend die Treppe herunterkommt. Mit dem neuen Rathaus beenden wir unseren kurzen Blick auf die Nachkriegsmoderne. Es wurde 1968 bis 1973 im Stil des Beton Brut gebaut, mit rohem Beton als Gestaltungselement.
Viele Pforzheimer halten es für hässlich. Unter uns gesagt, ich bin ein Fan des Gebäudes. Ein besonderes Schmuckstück ist der achteckige Ratssaal. Als Mahnung an die wechselvolle Geschichte der Stadt hat der Künstler Hab Grieshaber dieses Relief gestaltet. Freundlicher ist seine Installation im Foyer. Wenn Sie also bisher dachten, Pforzheim sei hässlich, schauen Sie noch einmal genauer hin. Es gibt viele Schätze der Nachkriegsmoderne in Pforzheim zu entdecken. Öffnen Sie Ihre Augen und lassen Sie sich überraschen.